So, das ist hinten, das ist vorne. So, wie bereits erwähnt, es gibt 4 Stangen, 2 große und 2 kurze. Die kurzen kommen jeweils ans Fußende und ans Kopfteil und die großen sitzen in der Mitte, um eben den Ofenbereich zu einer vernünftigen Größe zu verhelfen, aber auch den Bereich, wo eben das Kopfteil sitzt, wenn man im Zelt liegt. Der Bereich zum Liegen hat ungefähr eine Länge von 2,20 Meter. Das heißt für mich als 2,7 Meter Person kein Problem. Also wir haben, wie gesagt, 2 lange, 2 kurze. Gekennzeichnet hier sind die langen mit schwarzen Punkten an den Enden und die kurzen mit silbernen. Das ist wichtig, weil am Zelt die Ösen die gleiche Farbe haben, um es eben einzuhängen. So, bevor wir das Innenzelt reinhängen, wollen wir uns einmal das Belüftungssystem angucken, was bei einem Hot-Tent natürlich enorm wichtig ist, damit man nicht erstickt da drin, wenn das Feuer brennt. Wichtig ist aber auch, diese Belüftung hilft wahnsinnig im Sommer, das deutlich mehr Luft reinlässt als normale Zelte. Also, hier am Fußende haben wir einen bestimmten Bereich, einen Schneeregenschutz oben drüber, den man hochrollen kann. Und dann, wie wir sehen, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, dass das gesamte Zelt durchlüftet wird von einer Seite, die offen ist. Und wenn es regnet, kann man es wieder runter machen. Selbst wenn es regnet, hier befindet sich in Anführungszeichen nur das Fußteil. Das heißt, man kann es so lagern, dass es sogar reinregnen kann und alles ist in Ordnung. Das heißt, das ist super. Das wollen wir jetzt einmal hochrollen und dann wollen wir uns die andere Seite angucken, weil für eine gute Belüftung brauchen wir natürlich Slots, also Bereiche auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite ist das Kopfteil. Das heißt, das muss ein bisschen ausgeklügelter funktionieren. Wollen wir uns einmal hochrollen? So, wie sieht das Ganze am Kopfteil aus? Hier gibt es eine Abspannleine, die habe ich eben schon festgemacht. Die kann man noch ein bisschen ziehen. Das heißt, oben ist jetzt gut abgespannt. Jetzt ist unten natürlich nicht mehr so gut abgespannt. Das heißt, das können wir nachher gleich nochmal nachjustieren, weil hier drin wird das Innenzelt gleich eingehängt. Für die Belüftung, das erfolgt wie folgt. Hier drin sind so Stäbe, Metallstäbe oder Kunststoffstäbe, die hier eine richtig große Öffnung bieten. Das heißt, das können wir hier hoch machen, so und auch so. Das heißt, wiederum, das ist wahnsinnig wichtig für, wenn der Ofen brennt. Aber im Sommer ist das großartig. Das heißt, das bietet hier einen kompletten Durchzug von dieser Seite rüber bis auf die andere Seite, wo diese riesige Öffnung ist. Ziehen wir es noch ein bisschen fester. So. Machen wir hier nochmal alles ein bisschen mehr auf Zug. Hier drüben auch, dass es alles vernünftig ist. So. Wie das gleich funktioniert ist, hier innen drin sind Befestigungspunkte. Jetzt muss ich ihn erst finden. Hier sind sie. In diese Befestigungspunkte, an dieser Ecke, auf dieser Ecke und innen drin wird gleich das Innenzelt reingehängt. So, bevor wir uns innen drin das Zelt angucken, wollen wir uns nochmal die Features draußen angucken. Also wir haben eben schon gelernt, da drüben einmal Belüftung, nochmal Belüftung. Und jetzt ist das Besondere, hier oben eben dieses Sonnendach, was ganz hervorragend funktioniert. Und dann das hier, das benutzen wir gleich. Dabei handelt es sich um den Schlitz für das Hot-Tent. Das heißt, hier wird man mit einem Messer ein Kreuz reinmachen, dann den Schornstein durchstecken und somit ist es innen drin relativ wasserdicht oder wassergeschützt und auch gleichzeitig feuergeschützt, weil das hier aus einem feuerfesten Material ist. Machen wir wieder zu, kümmern wir uns gleich drum. So, dann wollen wir das hier einmal hochrollen. Das Zelt hat einen Doppeleingang, einmal auf dieser Seite und dann einmal auf der anderen gegenüberliegenden Seite, was es hervorragend für 2 Personen macht.
dadurch, dass hier drüben, hier kommt gleich die Schlafkabine rein. Und das heißt, man kann wirklich die Person, die links liegt, hat ihren Eingang und Ausgang und die Person rechts liegt, hat ihren Ein- und Ausgang. Und natürlich flattert momentan alles sehr doll, aber nur weil ich bisher erst 4 Heringe verwendet habe. 2 auf der einen Seite, 2 auf der anderen Seite. So, wie eben schon gesagt, hier haben wir das Sonnendach. Heute gibt es nicht so viel Sonne, aber das macht das Zelt wahnsinnig luftig und schön hell innen drin, was mir wirklich gute Freude bereitet. Hier haben wir das Innenzelt. Wie das jetzt funktioniert ist, es gibt natürlich einen Eingang und einen Ausgang. Und das hintere Teil wird, wie gesagt, mit solchen Clips hinten am Ende des Zeltes befestigt. Der Rest wird gleich über Ösen hier, und da hinten sieht man sie auch einmal rumherum, eingehängt, sodass das Innenzelt wirklich fest im Außenzelt verankert ist. So, gesagt, getan. Dann wollen wir das hinten einmal kurz verankern. Also wie angemerkt, ich bin ganz hinten im Zelt. Hier hinten gibt es einen kleinen Clip. Den können wir da jetzt reinklippen. Mal gucken, ob ich das mit einer Hand hinbekomme. Das ist relativ schwierig mit einer Hand, da in der anderen Hand ja die Kamera ist. Aber na, da muss man sie kurz ins Gras setzen. So, das war keine gute Aufnahme, aber es ging nicht anders. Wir ziehen schon mal ein bisschen fest. Das können wir gleich noch machen. Jetzt muss die andere Seite gemacht werden. Okay, also hier haben wir wieder einen Clip an der Seite. Der kommt hier an der Seite einfach wieder reingesteckt. So. Und dann haben wir hier kleine Häkchen, die ins Zelt eingehakt werden. So, im letzten Schritt wird noch einmal hier festgezogen, dass das Innenzelt wirklich gut drin hängt. Einmal auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite. So, jetzt ist das Fußteil fixiert. Jetzt passiert das gleiche nochmal vorne. Und zwar haben wir unten wieder einen kleinen Clip, den wir befestigen. So, das gleiche auf der anderen Seite. Und dann können wir das Innenzelt einhängen. Gut, dann wollen wir uns jetzt einmal kurz die Features vom Innenzelt anschauen. Dazu machen wir das Zelt einmal auf, das Öffnen nach unten, was sehr angenehm ist. Hier drin haben wir jetzt hinten eine riesige Belüftungsklappe, die auf der gegenüberliegenden Seite ist von den Außenklappen, die wir eben geöffnet haben von hinten. Diese kann man allerdings auch hochrollen. Und man sieht das auf der Kamera nicht so, aber das hier deckt wirklich gut die Helligkeit ab. Auf der Kamera sieht es ein bisschen durchsichtig aus, es ist aber in der Tat relativ schwarz. Und das bedeutet auch für hier vorne jetzt, hier haben wir ein normales Fliegengitter, aber an der Innenseite des Fliegengitters befindet sich ein Verdunklungsrollo, was sich an das Fliegengitter hochrollen lässt. Das bedeutet, es lässt sich nicht alleine hochrollen, aber zusammen mit dem Fliegengitter. Das heißt, das können wir jetzt einmal hinten dran sippen. Und somit ist jetzt das Verdunklungsrollo und das Fliegengitter 1. Wenn wir das jetzt hoch machen, wenn es geht, so, dann handelt es sich hierbei um es ist kein Black Room, aber dafür, dass es jetzt hier ein Sonnendach gibt über mir, verdunkelt es so weit wie ein normales Zelt und ein bisschen noch mehr. So, das wäre das Zelt. Im Zelt gibt es noch 2 Slots, wo man so also ein iPhone reintun kann etc. Hier vorne kann man das Ganze noch fixieren. Das heißt, hier unten kann man noch sagen, wir können das jetzt hier nochmal richtig schön fixieren in den Boden, wenn man das denn möchte. Aber das tut eigentlich nicht Not. Eigentlich sind diese Schlaufen dafür gedacht, dass man das Fliegen und das äußere Gitter hoch und runter rollen kann. Dann würde ich sagen, das lassen wir jetzt so. Und jetzt wollen wir uns dem Ofen mal widmen und diesen befestigen. Machen wir heute nicht an, aber wir wollen mal schauen, wie der im Hottent aussieht. Bevor wir den Ofen zusammenbauen, müssen wir erstmal hier oben ein Loch einschneiden. Natürlich nicht in die Zeltplane, sondern in die feuerfeste Membran, die sich da drunter befindet. Wollen wir uns einmal hoch machen und jetzt wirklich sorgsam hochrollen, damit natürlich die Zeltplane nicht in Verbindung kommt
mit dem Ofenrohr, da die Zeltplane selbstverständlich nicht feuerfest ist. Es ist feuerabweisend, das Material, aber eben nicht feuerfest. Das heißt, Funken müsste es abweisen können, aber natürlich kein Ofenrohr, was super heiß wird. So, das ist hochgerollt und das hier ist jetzt zu. Das lässt sich auch nicht rausnehmen. Jetzt habe ich mein Messer vergessen. Jetzt müssen wir es mit der Axt machen. Dazu ist die Überlegung, einfach ein kleines X in der Mitte zu machen. Mal gucken. Okay. Ein Messer wäre besser, aber kann ich nicht ändern, ist halt so. Also hier ein X. Müssen wir hier noch ein bisschen ranarbeiten. Hier haben wir das X, das sollte gut sein fürs Ofenrohr. Die Idee ist, dass das Ofenrohr von innen hochkommt und somit das X sich so hoch drückt und somit einen guten Bereich für das Ofenrohr gibt. Und wenn man im Sommer unterwegs ist, macht man diese Plane einfach wieder zu und das Loch ist komplett vergeben oder versteckt in dem Sinne. So, wer meinen Channel schon ein bisschen verfolgt, weiß, diesen Ofen habe ich schon letzten Winter diverse Male eingesetzt. Das erste Mal aufbauen ist relativ bescheiden, aber sobald er sich einmal eingebrannt hat, ist es gar kein Problem. Also wie funktioniert das Ganze? Wir haben ein paar Abspannleinen und spezielle Titanheringe, um eben das Ofenrohr zu stabilisieren. Sind besonders lang und besonders widerstandsfähig, damit auch bei hohem Wind nichts passieren kann. Dann haben wir hier drin natürlich auch noch Abspannleinen, um eben das Ofenrohr dementsprechend abzuspannen. Das machen wir gleich zusammen. Dann haben wir ganz wichtig einen eigenständigen Funkenschutz, damit eben aus dem Schornstein die Funken im Schornstein bleiben und nicht auf die Zeltplane runterregnen. Wie gesagt, die Zeltplane ist feuerabweisend, aber eben nicht feuerfest. So. Jetzt haben wir hier, das ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber kann ich sehr empfehlen, eine feuerfeste Unterlegplane, habe ich mir bei Amazon gekauft. Da kann man den Ofen einfach raufstellen. Jetzt stellt euch vor, man ist im Winter, unten drunter liegt Laub oder so, Funken kommen aus dem Ofen raus, dann kann nichts passieren. Das heißt, das benutzen wir gleich und dann haben wir hier den Ofen an sich. Ich habe bisher einige Ofen getestet und das hier ist mit Abstand der beste Ofen. Warum? Dass sich alles ohne Schräubchen und so weiter zusammenfügen lässt. Es gibt viele Ofen aus Titan, die unter einem Kilo wiegen, wo man kleine Schräubchen befestigen muss. Und das macht das Ganze wahnsinnig schwer und friemelig, besonders im Winter, wenn es kalt ist. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Der Ofen, den kann man relativ einfach zusammenbauen. Es gibt eine obere Deckplane hier, kann man abmachen. Dann ist das der Ofen. So. Dann kommt die Vorderseite wieder drauf. An den Seiten sind so kleine Häkchen. Einmal und zweimal. So. Und dann auf der Rückseite das gleiche Spiel. Wieder Häkchen rein. Häkchen rein. Hier sehen wir es einmal. Kleine Häkchen, die die Seiten festhalten. Und dann diese Häkchen sind für oben drauf. Vorne haben wir eine Tür. Und natürlich eine extra Belüftungsklappe, um eben Luftzufuhr zu gewährleisten. So, dann kommt oben einmal der Deckel drauf. Wo ist hinten? Hinten ist natürlich da, wo das Gegenteil von vorne ist. Und vorne ist da, wo man das Feuerholz reinmacht. Das heißt, wir setzen einmal den Deckel drauf. Jetzt kommen auch diese Haken hier rein. Einmal, zweimal, dreimal. So. Jetzt muss das Ganze noch einigermaßen stehen. Das heißt, es hat eingebaute Beine. Und fertig ist der Ofen. Jetzt fehlt noch das Ofenrohr. Das Ofenrohr ist ein bisschen nerviger zu machen. Aber wie gesagt, nachdem man es einmal eingebrannt hat, kein Problem mehr. Das Ofenrohr ist ein langes Titaniumblech, was man gleich längsweis aufrollen muss. Und dann wird das Ganze fixiert mit diesen Titanringen hier. Machen wir es einmal zusammen. Das ist oben, das heißt, das ist sozusagen der Titanring oben, der das Ganze fixiert. Und
Dieser Teil hier ist der Titanring unten, der das Ganze fixiert. Und die Titanringe sind jetzt dafür gedacht, dass der mittlere Teil fixiert wird. Rollen wir es einmal raus. So, wenn man es einmal eingebrannt hat, dann bildet sich das Rohr fast automatisch. Wenn man das erste Mal das Rohr verwendet, ich benutze mal die Unterlegplane als Beispiel, wenn das Rohr ist, auf keinen Fall versuchen, das Ganze so aufzurollen. Weil es wird geliefert, indem es so gerollt ist. Es ist fast unmöglich, das Rohr so aufzurollen. Der Trick dabei ist ein bisschen im Dreieck aufzurollen. Das heißt, man geht hier hoch und versucht langsam immer gerader zu werden und somit dann irgendwann in die Horizontale zu kommen. Jetzt hier ist es relativ einfach, da wir schon relativ weit sind. Das heißt, wir nehmen uns unsere Ringe. Die kommen jetzt einfach oben oder unten, ist ja egal, hier drauf. So. Jetzt kann man das oben fixieren mit dem Funkenschutz, wie gesagt. So. Und jetzt werden diese Ringe hier langsam über das Ofenrohr verschoben, um eben eine Stabilität zu bieten. Sehr aufpassen, das Ganze ist scharf. Eigentlich mache ich das mit Handschuhen, die habe ich heute vergessen. Ansonsten zieht man das jetzt hier runter, um eben das gesamte Ofenrohr zu fixieren. Kostenpunkt bei diesem Ofen ist relativ teuer, 500 € ungefähr. Manchmal gibt es den im Angebot, aber dafür wiegt das Ganze auch nur 1 Kilo und handelt sich um keinen Edelstahlofen wie die meisten, sondern eben eine volle Titanausrüstung. Hier gehen wir hoch bis ungefähr 15 cm unterm Boden und jetzt fügen wir die einzelnen Ringe zusammen und somit ist das Rohr fertig. Jetzt nehmen wir uns den Ofen und fügen das Rohr hier ein. So. Und so kann ich es natürlich nicht stehen lassen. Es ist super windig draußen, aber der wird jetzt eingefügt ins Zelt. Dazu nehme ich den Funkenschutz wieder ab, weil es sonst nicht durch die Öffnung durchpasst. Und dann wird es fixiert mit den Leinen. So, jetzt scheint es mir so, dass dieser untere Bau relativ niedrig ist. Vorher hatte ich es nur in einem Tipi eingesetzt, den Ofen. Und dadurch werde ich ihn nicht von unten reinstecken, sondern von oben durchstecken. Ne? Ist alles gerade etwas windig, aber so sollte das klappen. Gerade weil ich hier unten drunter natürlich so Leinen habe vom Zelt, ist so eine feuerfeste Plane enorm wichtig, die wir jetzt hier drunter setzen, damit eben nichts Feuer fangen kann. So, und jetzt muss das Ganze noch von außen fixiert werden, damit das im Wind halt nicht umfällt. Das ist jetzt schon relativ windanfällig, wie ich sehe. Wie das funktioniert, ist relativ banal. Dazu gibt es relativ dicke, feuerabweisende Seile zu. Oben gibt es jetzt kleine Ösen im Feuer oder im Funkenfang und dort werden wir es einmal reinhängen. Hier oben, wie gesagt, sind diese kleinen Ösen dran. Da ziehen wir jetzt einfach nur das durch. Wichtig ist, das geht jetzt gut, wenn das Ofenrohr kalt ist und das geht auch wieder gut, wenn das Ofenrohr abgekühlt ist, aber nicht zwischendrin. So, wollen wir es leicht auf Spannung bringen, nicht zu sehr. Können wir gleich noch mehr spannen. Jetzt machen wir noch die anderen Seiten fest. Und dann fragt mich, warum, bloß nicht warum, aber der Ofen hat nur 2 Titan Heringe im Lieferumfang. Warum auch immer, obwohl es 3 Ösen gibt und auch 3 Leinen. Das verstehe ich nicht. Ich dachte erst, es wäre ein Fehler, aber auf der Webseite steht das so. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht machen sie das, um
das Gewicht genau unter 1 Kilo zu halten. Ich weiß es nicht, aber deswegen habe ich immer ein extra Pack, also ein extra Hering dabei, um eben das Ofenrohr von allen 3 Seiten zu stabilisieren. So, hier haben wir jetzt das Zelt. Das bedeutet, wir haben ein echtes Hot-Tent, für den Winter geeignet, 2 Personen. Und das Beste für mich sind natürlich die Features. Einmal Sonnendach, was ich großartig finde. Dann genug Belüftung, sowohl hinten, aber eben auch vorne. Dann dieser Bereich hier vorne. Schauen wir uns hier noch einmal von innen an. Von innen betrachtet ist dieser Bereich dort vorne, der geht bis zur ersten Abspannleine hier. Vollkommen in Ordnung, wenn es reinregnet. Wollen wir nicht, aber sollte es passieren, ist es egal. Hier an die Seite wird Holz gelagert und hier meistens da vorne würde ich mein Equipment hin tun. Jetzt, wenn es regnet und wenn es schneit, dann würde ich mein Equipment dort vorne hin tun, zumachen und die hintere Belüftungsklappe, die man hier durchsieht, da hinten ist sie, würde ich öffnen immer, damit man eben genug Sauerstoff hat. Aber das war's. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Letztes Mal, als ich bei diesem Spot war, habe ich mein Nature Hike 2 vorgestellt. Das Zelt, was ich bis dahin am besten fand. Dieses Zelt ist ein kleines bisschen schwerer. Also wir nehmen den Ofen mal weg, aber ein kleines bisschen schwerer. Aber es bietet deutlich mehr Platz. Das Nature Hike hat eine Absinthe nach vorne. Absinthe heißt auf gut Deutsch ein kleines Vorzelt. Dieses hier hat natürlich kein kleines Vorzelt, sondern man sieht es hier, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, fast über die Hälfte ist Ofen- und Gepäckablagerung. Und das bedeutet natürlich, dass man richtig viel Platz hat, auch an nassen Tagen, dass man sich ein bisschen zurückziehen kann. Und deswegen, wenn man nicht gerade auf den Gipfel geht, wo es darum geht, dass man wirklich wenig Platz braucht, weil wir sehen natürlich, das Ding ist irgendwie 4,50 Meter lang, kann ich dieses Zelt sehr empfehlen. Mein Onkel Christian hat sich neulich bei mir gemeldet und hat gesagt, empfehle ich immer noch das Nature Hike Cloud 2? Ja, für alle, die etwas Geld sparen wollen und für die, die kein Hot-Tent brauchen und die vielleicht nicht 2,7 Meter groß sind, kann ich das Nature Hike immer noch sehr empfehlen. Für alle Menschen, die etwas größer sind oder definitiv zu zweit unterwegs sein wollen, irgendwo hingehen, wo es echt regnen kann und wo man sich auch im Zelt aufhalten will, wenn es draußen stürmt und vielleicht sogar für den Winter Hot-Tent ready sein, auf jeden Fall dieses Zelt. Das ist jetzt hier kein Amazon-Zelt, das gibt es nur auf der Webseite, aber einen Link gibt es bei mir unten in der Beschreibung drin. Wichtig, der Link, ich verdiene damit nichts, das ist einfach nur ein Link, wo es zum Produkt geht. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Wir sehen uns das nächste Mal.